So. Du bist du und ich bin ich. Und wir beide sind von Piranha Bytes. Und wir sind unterschiedlich. Ne? Du hast lila Haare. Ich habe gar keine. Das ist nicht witzig. Doch, ist witzig. So. Aber eine Kategorisierung ist trotzdem schwierig. Vor allem, wenn es um Games geht. Ne? Das heißt, gibt ja so Spielertypen. Unterschiedliche Menschen, die irgendwie unterschiedlich zocken. Ja. Ne? Der eine spielt lila, der andere spielt mit Glatze. Ist aber nicht wichtig. So, ne? Aber was ist denn wichtig? So, und wie kategorisiert man so, ne? Und als erstes haben wir uns gedacht, so, gut, wir haben zwar schon sehr viele Bücher gelesen über Game Design und Gedöns, aber wir fragen die Leute einfach mal selber, was die über sich sagen, wie die sich selber einschätzen. Und deswegen haben wir weniger als 100 Leute gefragt, sag mal, welcher Spielertyp bist du eigentlich? Wie würdest du dich selbst einschätzen? Und die haben Folgendes gesagt. Also ich bin vom Spielertyp her ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch. Ich finde, bei Rollenspielen zum Beispiel dauert es mir viel, viel, viel zu lange, bis ich da den Gegner richtig ans Überbraten kann. Ansonsten bin ich aber jemand, der sehr, sehr gerne mit viel Leidenschaft und Herz bei den Spielen mit dabei ist und da super gerne in diese Welt eintaucht. Also ich bin so der, wie ich schon sagte, der Gelegenheitszocker. Ja, also nicht, ich könnte es nicht dauern, weil, wie gesagt, es ist schon so, dass ich ein Problem habe, die richtigen Tasten zu finden für die Action, die da jetzt stattfinden soll. Und deswegen hält sich das sehr in Grenzen bei mir. Also am liebsten spiele ich tatsächlich in meinem Squad. Ich suche mir super gerne Freunde raus, dann irgendein Spiel und ab nach vorne. Hauptsache den Gegner platt machen. In den meisten Fällen bin ich casual. Bei World of Warcraft habe ich sehr lange mythisch geradet. Da hätte ich jetzt gesagt, semi-professional. Vielleicht ist es zu hoch gegriffen. Aber auf jeden Fall ambitioniert. Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin schon ein bisschen mehr der Typ, der doch was erreichen will. Also so ein bisschen in diese Kompetitive geht, aber doch eher nicht so, dass ich es übertreibe. Also nicht so komplett mich jetzt, wie mein Mann, der macht das halt eher, dass er halt bei Valorant dann wirklich komplett nur noch auf Valorant geht. Das schaffe ich nicht so, aber es ist schon so, dass ich jetzt zum Beispiel Sachen dann auch immer weiter austeste, mir neue Taktiken überlege, wenn es jetzt halt zum Beispiel um Raids geht oder irgendwas anderes, weil da gibt es ja immer Wege, das noch zu verbessern. Ich bin sehr gründlich. Also ich bin ein sehr gründlicher Spielertyp, das heißt vor allem auch in Rollenspielen suche ich jede Ecke ab und versuche wirklich nichts zu übersehen. Das macht mich dann manchmal auch ganz kirre, wenn dann ich vielleicht doch mal was übersehen habe und ich eventuell nicht mehr die Möglichkeit habe, dahin zurückzukommen. Ich bin ja nur auch schon ein bisschen älter. Und ich mag gern Spiele, wo ich nicht 1000 Jahre grinden muss, sondern wo ich auch relativ schnell eine Befriedigung bekomme, wo ich auch schnell mal irgendwie eine Stunde spielen kann und dann passiert was Cooles. Ich meine, man spielt und guckt Filme, um sich in Sachen zu wünschen und Sachen zu sehen, auf die man Bock hat, die es so nicht gibt, die spannend sind, traurig sind, lustig sind. Deswegen bin ich der Spielertyp, ich will Story. Kann das aber gleich komplett widerlegen, weil ich spiele auch super gerne, was habe ich gespielt? Death Stranding oder Valhalla, wo ich einfach die ganze Zeit nur durchgrinde. Ja, ansonsten, aber ich mache auch gerne den Casual-Teil. Also es kommt immer drauf, auch ein bisschen auf meine Situation an, wie ausgelaugt ich so vom Tag bin, sage ich mal, weil irgendwann ist man dann eher der Typ, der gerne was nebenher daddelt und manchmal dann doch doch ein bisschen konzentrierter da an die Sache ran will. Und ansonsten, ja, bin ich, glaube ich, eher, also vom Skill-Level her, höchstwahrscheinlich eher casual. Ja. Na? Unterschiedlich halt, ne? Ja. Ja. Und was bist du für ein Typ? Ich bin der Rumpröttel in die Ecken guck Typ. Und ich bin der, ich bringe sie alle um und laber viel mit Leuten Typ. Und will auch irgendwie am Ende der Coolste sein. Und am Anfang der Tellerwäscher, der irgendwie zum Millionär wird, nachher am Ende. Wie kann man das einsortieren? Es gibt unzählige Möglichkeiten, solche Sachen zu kategorisieren oder
die einzuordnen. Ne? Und für uns hat sich bewährt, das haben wir nicht selbst erfunden, das haben wir aus Büchern auch früher mal irgendwie gelernt, gibt es 4 Spielertypen, die die wichtigsten sind. Aus unserer Sicht auch, ne? Hat sich dann auch so bewährt. Ne? Diese 4 Spielertypen, die würden wir heute mal durchgehen und nochmal analysieren. Was ist das genau? Ne? Genau. Und wieso macht er das? Warum ist das so wichtig? Warum sind die gerade so wichtig? Ja, haben wir in der Vergangenheit auch schon mal öfter angerissen hier und da gehen wir jetzt mal ein bisschen näher drauf rein. Genau. Da gibt's den Killer, den Explorer, den Socializer und den Achiever. Es gibt natürlich unzählige andere noch, ne, weil wenn die Sendung zu Ende ist, werden wir bombardiert mit Fragen. Gott, ihr habt aber den und den vergessen, den Schwubbelibla und den Wubbeliwutz und den Spielertyp und kann mich da gar nicht wiederfinden. Ja, wahrscheinlich habt ihr recht, aber für uns ist das auf jeden Fall immer sehr hilfreich gewesen. Wie so häufig ist man ja meistens auch nicht nur eine Sache, sondern etwas dazwischen. Ne? Es gibt halt Tendenzen und wenn man ein bisschen darauf achtet, gerade bei einem großen Rollenspiel, so wie wir das machen, dann bedient man am besten jeden auf seine Art und Weise. Dann hat man quasi Möglichkeiten als Spieler, sich selber so ein bisschen sein Spiel zu machen. Das ist etwas, was wir sowieso seit jeher gerne gemacht haben. Das ist richtig. Gucken wir uns mal den Killer an. Was macht der Killer? Was habe ich hier aufgeschrieben? Der Killer, der will Action. Na, da muss ständig irgendwie was passieren. So heile Welt und irgendwie die Häschen hoppeln übers Gras und Blümchen pflücken und irgendwie Wässerchen zusammendengeln. Schön ruhige Musik. Ist für einen Killer eigentlich nix. Na, der will immer irgendwie so, gib mir die Waffe, ich geh raus, bring alle um da. Was, du willst mich nicht reinlassen, schau dir die Fresse ein, rück die Karte raus oder ich poliere dir das Maul. Solche Dinge, das ist Killer. Tötet die Häschen nur wegen den XP. Wegen den XPs. Ja, so. Und er ist auch so ein kompetitiver Typ. Ja, der will sich gerne messen mit anderen. Der weiß ziemlich schnell, wo er steht in der Nahrungskette. Und weiß auch ganz genau, wen er jetzt angreifen darf und wen nicht. So, ja. Und Killer, die sehr viel Anteil an Killerspiel in sich haben, also als Spieler, als Killer, hört sich mies an, ist aber halt, ne, so eine Komponente. So, ne? Der spielt auch gerne kompetitive Spiele. Meistens Multiplayer-Spiele. So, ne? Das heißt gegeneinander. Und wenn es Monopoly ist, so, andere platt machen, so, andere besiegen. So, das ist mit Killer gemeint. Ne? So. Und dann der spielt immer sehr direkt, sehr kurz, ja. Gibt auch einige Spielertyp Killer, die ich kenne, die hören sich nicht mal die Dialoge an, die klicken alle Dialoge weg. Ja, ich weiß, ja, du bist der Händler, ja. Kriegen dann die Hälfte von der Story nicht mit. Ist denen aber auch egal, weil danach läuft das sowieso immer auf selber hinaus. Ich muss den nachher umbringen da, aber ach, der war ein Guten, egal, weiter. So. Ne? Ist natürlich fatal bei einem Spiel wie unserem, wo man irgendwie potenziell fast jeden irgendwie umbringen kann. Und dann kann doch ein bisschen was passieren. Ne? Ja. Ne, aber auch an der Stelle, wenn das dem sein Spiel ist und es macht ihm Spaß, dann soll er es halt können. Ja, ist das halt. Ne? So, ne? Und wenn ich mir da so viel Mühe gegeben habe mit meinem Dialog, der wird dann geskippt. Ja, so ein dann muss man halt damit Killer-Typ, leben. ne, der gehört halt dazu irgendwie, aber so richtig Spaß hat er daran nicht. Der hat Spaß, irgendwie in der Gegend rumzuballern. So, ne? Kann es bluten, dann kann man es töten. Das ist so ein typischer Spruch eines Killers. Ne? Und ist er eher der böse Typ? Weil Killerspiele sind ja auch immer so ein bisschen in Verruf und so. Ist er eher der böse Typ? Nö, das kann auch ein Held sein. Das kann auch ein Held sein. Ne, der macht dann alle Monster platt. Der macht dann die Monster Das hat mit Moral erstmal nichts zu tun, sondern eher mit dem kompetitiven Gedanken. Und den reinen Killer, den gibt's auch nicht. Das ist immer eine Mischung. Ja. So. Kommen wir mal zur nächsten Kategorie, den Socializer. Das ist nämlich eher der Diplomat. Das ist der sich gerne durchlabert. Ja, wir nennen ihn gerne auch den Querspieler oder wie ein Arbeitskollege von uns Qui heißt, der ist meistens so eher der rechtschaffene Typ, der möchte immer sich aus einer Situation rausreden können, ohne dann einen Kampf anfangen zu müssen. Zum Beispiel. Aber ich habe auch zum Beispiel Socializer beobachtet, wenn die zum Beispiel in irgendeine Stadtlocation kommen, dann labern die wirklich erst jeden einzelnen Charakter leer, bevor die wieder was anderes machen. Ja. So ein Killer, der will schnell wieder raus. Ja. Oh nee, das ist mir jetzt zu viel, ich möchte lieber erstmal wieder ein bisschen kämpfen. Und der Socializer, der labert erstmal
stundenlang rum. Den habe ich, ist da noch, oh, da ist noch ein NPC, vielleicht hat der ja noch was zu sagen. Und sammelt dann quasi auch alle Quests, die es so zu sammeln gibt in seinem Log. Und dann erst fängt er an, die zu lösen. Ne? Wenn er erstmal alles so durchgelabert hat. Das ist natürlich klar. Und er braucht immer nachvollziehbare Intentionen der Protagonisten. Mhm. Ne? Was heißt das? Das heißt, dass wenn ich irgendwie für jemanden Wassereimer schleppen soll, dann muss ich auch irgendwie einen triftigen Grund dafür kriegen. Und der muss mir irgendwie leid tun oder ich möchte ihm gerne helfen können. Oder es ist irgendwie, es macht jetzt Sinn, weil ich selber was davon habe oder so. Es muss immer irgendwie eine Geschichte dahinter stecken und irgendwie immer plausibel sein, was er macht. Mhm. So, ne? Sonst macht dem Socializer das Spiel keinen Spaß. Ganz eindeutig. Ja. Ist der Socializer eher der rechtschaffene Typ? Auch nicht. Weil du kannst in den Dialogoptionen auch Typen, ne, ganz schön zusetzen. Du kannst zum Beispiel dafür sorgen, dass irgendeiner aus der Gilde rausfliegt. Ne? Mhm. Du kannst zum Beispiel dafür sorgen, dass irgendwer bestraft wird. Oder solche sonstige Dinge so. Ne? Das heißt, jemand, der auch nickelig ist und bösartig ist, ja, der kann sich da auch ganz schön durchlabern. Ne? Mhm. Und es gibt ja auch diese ominösen Punisher, die wir immer einbauen. Das ist ein Typ, der dann irgendwann Kohle von dir abkassiert und sagt so, du hast jetzt hier die Verbrechen begangen, ne? Und dann kannst du dich auch rauslabern oder musst halt Geld bezahlen oder irgendwie sowas, ne? Das heißt, das ist auch dann Dialogoption-mäßig, Socializer-mäßig. Ich muss mich mit der Gesellschaft auseinandersetzen. Ein Killer zum Beispiel würde die nicht bezahlen. Er würde sagen, was, du willst Kohle von mir? Ich bring dich um. Ja, ja, stimmt. Obwohl ich dadurch auch sagen würde, erfahrungsgemäß ist es häufiger so, dass ein Socializer aber auch eher gut spielt, als es so wäre, dass ein Killer eher böse spielt. Kann man so stehen lassen, ja. Dann der nächste Spielertyp, Explorer. Ja, ne, das ist ganz klar einer, der rumläuft und in jede Ecke guckt, ob da auch ein Feuerlöscher steht und so weiter. Ich habe hier mal aufgeschrieben, überall muss was Interessantes zu finden sein. Leveldesign ist da wichtig an der Stelle. In jeder Ecke muss Liebe drin, in allen 4 Ecken muss Liebe drin stecken. So heißt das im Poesiealbum. Und genauso ist es auch. Das heißt, für den Explorer muss da was zu finden sein. Es tut mir manchmal in der Seele weh, wenn ich anderen beim Spielen zugucke und sehe, da liegt ein Item. Und er nimmt es nicht mit. Es ist halt schwierig. Ich denke, aber... Das ist der Tod für jeden Explorer. Dann muss er wirklich runterschlucken. Okay, er spielt halt so, er lässt das liegen. Ja. Ne? Bei so Spielen wie Bethesda geht das ja noch, weil die arbeiten dann mit Gewicht. Na klar, da nimmst du halt nicht alles mit. Aber bei so Spielen wie unserem, wenn ich Leute unser Spiel spielen sehe, die dürfen ja beim unendlichen Inventar mitnehmen, so viel sie wollen. Und dann tun sie es nicht. Das ist schon schwer zu verkraften. Aber es ist trotzdem, es reicht ja schon bei Fallout oder so, ne, in jede Ecke zu gucken, ob da nicht doch was ist, was kein Gewicht hat, was ich ihn trotzdem mitnehmen kann. Weil das würde ich mir selber nicht verzeihen als Explorer. Wenn da ein Item liegt, was ich hätte mitnehmen können, was ich gebrauchen kann, ja. Was aber nicht, also durchsuche ich auch alles und sag nicht, hier heißt also so als ein schwerer Kram und das, was ich als erstes finde, sondern tatsächlich so. Ne? Ja, ich habe immer gesagt, alles, was mehr wert ist als 5 Geld zu 1 Gewicht, ist wert, es mitzunehmen. Ja. Auch wenn ich dann hin und her laufen muss, um es zu verkaufen. Ja, da ist zu erwähnen, dass das Pacing sehr wichtig ist bei diesen Spielen. Ne? Das Pacing ist das A und O. Weil Pacing bedeutet, wir haben auch mal eine Sendung dazu gemacht, einfach mal in den Kanal gucken, was ist Pacing? Ne? Einer der ganz alten Folgen. Da geht es darum, in welcher Reihenfolge welche Dinge passieren. Und der Explorer, der ist da sehr sensibel an der Stelle. Der möchte gerne Abwechslung. Der möchte einen bunten Blumenstrauß, der möchte gerne hier, der möchte gerne da. Und wenn irgendwas so monoton wird, ne, dann ist das auch irgendwann so, boah, ja, jetzt habe ich halt die 15. Blume aufgesammelt. Ist nicht so spannend. Da muss immer was Spannendes sein. Ne? Der nächste Raum, der nächste Typ, der da steht, so ein Explorer. Der möchte gerne entdecken. Der möchte ein Entdecker sein. So, ne? Das ist ein Explorer. Kommen wir zum letzten Typ, das ist der Achiever. Das ist der Beste von der Welt. Ne? Mhm. Das ist der in alles maxen möchte. Der möchte alles irgendwie komplett fertig haben. Der möchte dann auch alle Blümchen sammeln. Wenn es 100 Blümchen gibt, dann will ich die auch haben. Weil dann gibt es bestimmt ein Achievement. Daher kommt auch dieses Wort Achiever. Ne? Erfolge verzeichnen. Ne? Ich möchte gerne
Trophäen sammeln. Ich möchte gerne mir irgendwie ans Revers heften. Guck mal hier, ich habe dieses Spiel platiniert. Na, wisst genau, was das bedeutet. Da habe ich eben alles gemacht in dem Spiel. So. Unser Arbeitskollege, der Harry, der hat sogar Death Stranding platiniert. Was musste der dafür tun? Verdammt viele Kisten von A nach B schleppen als Postbote. Das ist schon echt krass. Aber das ist ein Achiever. Der Harry ist ein Killer und Achiever, ganz klar. So, Die Achiever, die optimieren sich dann selber auch gerne oft, Ja. um schnellere Wege zu finden, diese Dinge zu erreichen. Ne? Das heißt, so ein Harry in dem Fall zum Beispiel, der baut sich dann vorher mühevoll Routen, damit er anschließend mit so Seilbahnen viel schneller von A nach B kommt, wenn es dann darum geht, möglichst viel Gepäck von A nach B zu bringen und solche Sachen. Das ist ja dann auch das Spiel, ne? Möglichst effektiv zu sein, möglichst dahin zu kommen, dass mich alle toll finden, ne? Und da gar keiner mehr ist, der nur an meiner Integrität zweifelt oder so, ja, das ist dann, ich bin der Held der Welt, so. Genau. Ich bin der Tollste. Ne? Das ist ein Spruch von ihm, ist irgendwie, der hatte auch aus Death Stranding, keep on, keeping on, haben sie ihm gesagt, ne? Und das fand er toll. Da ist er stolz drauf, ja, ich mach weiter und dann schleppt er die nächsten Kisten von A nach B. Das ist ein Achiever. So. Und wir müssen eine Mischung aus diesen Spielern irgendwie immer bedienen. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass es so ein Viereck ist irgendwie und in allen 4 Ecken steht dann jeweils immer irgendwie, ne? Und welche Mischung bin ich jetzt? Stimmt. So, ne? Heißt aber nicht, dass die sich gegenüberstehen. Das heißt, ein Achiever und ein Explorer, die schließen sich auch nicht aus. Das ist also auch noch nicht mal ein Viereck, sondern es ist halt, jeder möchte irgendwie bedient werden. Ja. So. Ne? Das kannst du auch nicht mal grafisch darstellen, sondern du musst halt irgendwie so Säulen haben und jeweils dem guckst du halt, wie viel ist von dem, wie viel ist von dem. Und von allem muss ein bisschen was dabei sein, damit auch die breite Masse der Spielerschaft das akzeptiert, was wir da fabrizieren. Stimmt. Und wir nicht einen davon vernachlässigen. Tendenziell ist es so, wenn einer zu extrem eine bestimmte Sache macht, irgendwie der Killer ist ein schönes Beispiel, also wenn ich zum Beispiel keine Interesse habe an einem Storyspiel oder an Dialogen, dann greift er auch nicht zu unserem Spiel. Ne, dann ist dem das zu extrem rollenspielig. Ne? Absolut. Oder wenn ich überhaupt nicht dieses Explorer-Ding hab, dann ist mir das zu open-worldig und solche Sachen. Also die Extremen, die bedienen wir dann nicht, aber so die schöne, bunte Mischung dazwischen, die eben schon. Und dafür ist quasi dieses Open-World-Szenario mit einer schönen Geschichte und mit Monstern und mit verschiedenen Etappen, sag ich jetzt mal, genau das Richtige, um dann von allem ein bisschen was mitzukriegen und dann auch das Gefühl zu haben, Mensch, diese Welt bleibt spannend, es ist viel Abwechslung darin und es macht Spaß. Genau. Und wie gesagt, wir hören dann häufig, ne, ja, ich bin ja ganz anders als das, was ihr da erzählt. Da kann ich mich ja gar nicht drin wiederfinden. Ihr habt auf jeden Fall den und den Spielertyp vergessen und den und den und den und den und den und den. Ja. Aber das sind schon die wichtigsten. So, ne? So, da sind wir von überzeugt. Und das ist unser Rezept, weil wir ja oft gefragt werden, erzählt doch mal was über das Spiel, erzählt doch mal was, wie ihr Spiele macht und so. Machen wir hier fortwährend. Das ist einer dieser Schlüssel. Das ist einer der ganz wichtigen Guidelines. Ne? Das erkennt man auch an unseren Achievements, wie die aufgebaut sind. Man kann die zuordnen, diesen Spielertypen. Ne? Das stimmt. Und das ist halt so ein Ding, wenn wir das nicht machen würden, würden wir vermutlich sehr kopflastig fahren. Oder wir würden zu sehr, wenn wir zu viele Killer, tendenziell Killer oder Socializer im Spiel haben, würden wir die anderen beiden vermutlich vernachlässigen. Du bist alles. Ne? Aber tendenziell eher mehr Socializer und mehr Explorer. Ja. So, ich bin auch alles, wie jeder andere Spieler auch, ja, aber eher tendenziell sehr viel Killer und auch Socializer. So, ne? Ich habe manchmal so entdeckt, doch, Achiever bin ich auch ein bisschen, ne? Und Exploren tue ich auch gerne. Das ist auch immer eine Mischung. Es ist auch immer eine Mischung. Aber man kennt so ein paar Leute, so ein paar Extreme, ne? Leute, die sind dann doch schon sehr tendenziell, okay, ich bringe alles um oder ja, ich muss ja erstmal in die Stadt, muss erstmal einen Auftrag kriegen, bevor ich hier irgendwas mache und so. Ne? Ja gut, aber die Kenntnis, die wir dabei gewonnen haben, irgendwie, wenn wir so ein Spiel in die Hand kriegen, irgendwie so viele von den großen Rollenspielen gibt's ja leider noch nicht da draußen irgendwie. Und wir zocken das dann haben wir beide gleichermaßen Spaß daran, tun aber tendenziell andere Dinge. Ne? Das heißt, wenn wir den Controller wechseln, genau. so, ne, dann prüfen sie erstmal im Inventar rum und guckt es mal, du hast ein Item vergessen, ich hole das mal eben. Und ich sitze dann da und denke mir, ja, aber da steht doch der Typ.
Ne? Der Hau will, dem doch hau dem mal doch aufs endlich mal Maul. ordentlich so, ne? Und das macht's dann auch aus. Ne? Dann genau. machen wir meist immer so halbe Stunde sie, halbe Stunde ich und so und dann kommt so ein Spiel dabei raus. Ich prüttel mich dann durch die Stadt und dann, wenn er so richtig schön ausgerüstet hier, geh raus, Ja, kämpf. da will ich nicht. In den dunklen Raum gehe ich nicht, das machst du. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Gut, hast du eine Community-Frage? Voll das Klischee. Ja, aber ist doch so. Ja, das Nutzt ja ist nix. wirklich so. Ich lese die Frage einfach mal vor, mal gucken, ne, weil ich denke, hat es euch schon mal geärgert, dass ihr quasi gezwungen wurdet, etwas auf eine bestimmte Art in eurem Spiel zu implementieren, weil es sich durchgesetzt hat und Spieler es erwarten? Nein. Nee, fällt mir auch nichts ein. Also, nein. Es gibt viele Sachen, die dann auch Sinn machen, ne? Wie Komfortfunktionen und so. Ne? Viele Leute sagen auch irgendwie, macht doch noch mal so, wie ihr das früher gemacht habt. Ihr habt mir jetzt zu viel von diesem oder jenem eingebaut. So. Minimap ist so ein Beispiel. Wir hatten ganz früher gar keine. Ne? Nicht mal ein Radar oder so, sogar gar keine. Stimmt. Und dann haben wir es irgendwann eingebaut, weil die Menschen danach verlangt haben, Ja. so, ne, weil die gesagt haben, mach doch irgendwie, ich will das übersichtlich haben und so weiter. Und dann teilte sich die Spielerschaft in zwei Lager. Die einen, die fanden das total doof, die wollten das auf jeden Fall abstellbar haben. Und die anderen, die haben gesagt, irgendwie ist doch super, endlich mal ein modernes Gameplay. Ja, was ist denn jetzt richtig? So, ne, das eine oder das andere. Du wirst dann da auch für kritisiert. Ja. Das geht ja auch in diese Richtung. Habt ihr euch darüber geärgert? Menschen, andere Spieler, unsere Kunden, unsere Fans meinetwegen, die ärgern sich auch über das eine oder andere. Das kann schon vorkommen, aber auch nicht alle. So, ne? Aber wenn wir ein Feature hätten, ne, das jetzt gerade irgendwie angesagt ist, mir fällt jetzt nicht mal was ein, Ja. und wir würden uns darüber ärgern, dann würden wir es nicht einbauen. Dann will wir es nicht einbauen. Ja, also Ja. das ist, du hast ja schon die Wahl, ja. Also, Tendenziell machen wir auf jeden Fall Spiele, die uns selber Spaß machen. Richtig. Und wir prüfen uns auch immer selber. Ich sag immer, unser Team ist in 3 Dritteln geteilt. Ne? Einmal die jungen Wilden, die ganz frisch dabei sind bei uns. Das ergibt sich halt immer so. Und gehen Leute weg, kommen Leute zu. So, 1 Drittel davon sind immer die jungen Wilden. Die sind modern unterwegs, die haben sehr viel Zugang zu diesen ganzen Medien und so und gucken sich immer den ganz heißen Scheiß an, das ganz was Aktuelles ist. Und dann haben wir so die mittlere Riege, die mindestens schon ein Projekt mit uns zusammen bestritten haben, ja, die schon ein bisschen länger dabei sind und die dann so langsam so merken, wie Dinge funktionieren und die routiniert sind und so weiter, die sich auch auf einige Sachen verlassen wollen und dann auch einige Fehler nicht nochmal machen wollen, die sie früher gemacht haben und so weiter. Und dann gibt's die alten Säcke, ja, die seit Gothic dabei sind. So, ja. Und diese Mischung, die macht's dann auch aus am Ende des Tages. So, ne? mir fällt noch ein schönes Beispiel dazu ein, irgendwie. Denn manchmal probierst du aus. Das schon. Aber nicht, weil irgendwie was jetzt total angesagt ist oder weil muss, sondern du denkst irgendwie irgendein Feature, das könnte passen. Und du guckst einfach mal, wie es funktioniert. Damals war das in der Risen-Reihe zum Beispiel Quicktime-Events. Da kamen zum Beispiel irgendwelche Viecher, die habe ich geschnappt und du musstest schnell genug irgendeinen Knopf drücken, damit du das abwehren kannst. Und dann haben wir festgestellt, nee, das ist nicht unser Spiel. Das muss anders funktionieren. Und dann waren die ganz schnell wieder weg. Und solche Phänomene gibt es schon, aber wie gesagt, sobald du dich ärgerst, baust du es einfach nicht mehr ein oder baust es gar nicht erst ein. Ne? Ja. Gut, das hoffentlich hat die Frage beantwortet, ne, weil wir sehen uns dann nächste Woche hoffentlich wieder hier, wenn es heißt Piranha Byten TV. Da wird's spannend. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschö. Ne? Ja. Ja, da wird's spannend.